Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson forderte, dass Großbritannien und seine Verbündeten nicht kämpfende Truppen sofort in die Ukraine entsenden sollten. Johnson äußerte sich gemeinsam mit dem ehemaligen Armeechef Admiral Sir Tony Radakin gegenüber der BBC und betonte, dass die Soldaten in friedlichen Gebieten und in nicht kämpfenden Rollen stationiert werden sollten. Johnson sagte, wenn wir nach dem Ende des Krieges und einem Waffenstillstand von Putin einen Plan haben, Truppen vor Ort zu schicken, warum sollten wir das nicht schon jetzt tun? Die britische Regierung arbeitet derzeit gemeinsam mit ihren Verbündeten an einem freiwilligen Koalitionsplan, um im Falle eines Kriegsendes Soldaten bereitzustellen, um Frieden und Stabilität in der Ukraine zu sichern. Johnson erklärte in seinen Äußerungen vor dem 4. Jahrestag der Invasion, dass der Konflikt hätte verhindert werden können, wenn die westlichen Verbündeten die zunehmende Aggression Putins und die Annexion der Krim 2014 ernster genommen hätten. Johnson und Sir Tony erinnerten sich an den 24. Februar 2022, als Russland die Ukraine überfiel, und erläuterten, wie die Entscheidung getroffen wurde, Präsident Volodymyr Zelensky in den ersten Kriegstagen zu unterstützen. Trotz intensiver britischer Unterstützung waren sich beide einig, dass die westlichen Verbündeten sehr langsam und vorsichtig agierten, wenn es darum ging, die Ukraine zu unterstützen. In den letzten 4 Jahren verzögerten die Verbündeten meist monatelang die Lieferung der von Zelensky angeforderten Waffen. Sir Tony beschrieb den Ansatz der Verbündeten als schrittweise Fortschritte und sagte, dass die Ukraine dies sehr langsam und tief frustrierend fand. Diese Spannungen gab es immer, so Radakin. Johnson wies darauf hin, dass diese Verzögerungen zu Verlusten geführt hätten. Wir haben immer unnötig gezögert. Dann haben wir den Ukrainern gegeben, was sie wollten. Und das war eigentlich immer zu ihren Gunsten, gegen Putin. Der Einzige, der durch die Eskalation Schaden genommen hat, ist also Putin. Er schlug vor, Soldaten in nicht kämpfenden Rollen unter ukrainischer Kontrolle in Friedensgebiete zu entsenden. Wenn wir nach dem Krieg Truppen vor Ort schicken können, warum sollten wir das nicht schon jetzt tun? Außerdem betonte er, wir zeigen damit nur, dass wir es nicht nur den Ukrainern überlassen. Diese Personen werden nicht zum Kämpfen dort sein. Es wird darauf hingewiesen, dass die Entsendung internationaler Truppen in die Ukraine, ob als Friedenskräfte oder nicht, wahrscheinlich von Putin als Provokation angesehen würde. Nach der im September letzten Jahres vorgeschlagenen Sicherungsmission hatte Putin erklärt, dass alle eingesetzten Soldaten legitime Ziele in der Ukraine seien. Verteidigungsminister John Healey erklärte am Sonntag, dass er britische Truppen in die Ukraine schicken würde, wenn die kriegsführenden Länder eine Friedensvereinbarung erreichen. In einem Beitrag für die Telegraph schrieb Healey, ich möchte der Verteidigungsminister sein, der britische Truppen in die Ukraine schickt. Denn das würde bedeuten, dass dieser Krieg endlich zu Ende ist. 2026 muss das Jahr sein, in dem dieser schreckliche Krieg endet. Der Minister verpflichtete sich jedoch nicht, wie von Johnson vorgeschlagen, während des Konflikts nicht kämpfende Truppen zu entsenden. Stattdessen hob er das Ausmaß der britischen Militärhilfe für die Ukraine und der Sanktionen gegen Russland hervor. Als Reaktion auf Johnsons Äußerungen erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, wir sind stolz auf Großbritanniens Führungsrolle in der Ukraine. Wir unterstützen den heutigen Kampf und arbeiten daran, morgen den Frieden zu sichern. Deshalb stellt die Regierung die höchste militärische Unterstützung in der Geschichte bereit, einschließlich des letzte Woche angekündigten 500 Millionen Pfund Luftabwehrpakets, beschleunigt 200 Millionen Pfund für die britische Armee für Einsätze in der Ukraine und arbeitet über die von Großbritannien geführte Freiwilligenkoalition mit mehr als 30 Ländern zusammen. Johnson bezeichnete es als tragisch, dass man unter David Cameron 2014 nicht gegen die Annexion der Krim durch Putin vorgegangen sei. Auf die Frage, ob die Invasion möglich war, weil die westlichen Verbündeten Putins Aggression nicht ernst genug nahmen, sagte Johnson, ich denke schon. Nichts in Bezug auf die Krim zu unternehmen war tragisch. Putin fühlte sich ermutigt, weil der Westen gegenüber Assad in Syrien, der Chemiewaffen einsetzte, nicht handelte. Im Februar 2022 sah er die Entwicklungen in Afghanistan und den Rückzug des Westens und fühlte sich dadurch noch ermutigter. Johnson fügte hinzu, dass die unklare Haltung des Westens der Ukraine geschadet habe.
Wenn es Klarheit und Einfachheit in Bezug auf die Ukraine gegeben hätte, hätten wir diese Invasion verhindern können. Er räumte ein, dass er während seiner Amtszeit als Außenminister und Premierminister nicht genug getan habe. Wir hätten mehr tun müssen. Putin ist noch nicht davon überzeugt, dass der Westen die Ukraine als freies und unabhängiges europäisches Land strategisch priorisiert und wird weitermachen, bis er den Beweis sieht. Das ist unser Problem. Es fehlt an grundsätzlicher Entschlossenheit. In Bezug auf Verteidigungsausgaben forderte Sir Tony die Regierung auf, ihr Versprechen einzuhalten, bis 2035 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Sir Tony sagte: Es gibt einen Krieg. Russland ist schwach, aber gefährlich. Wir sind ein sicheres Land, aber um in Zukunft sicher zu bleiben, müssen wir investieren. Während sich der Krieg in der Ukraine dem 4. Jahr nähert, erklärte der ehemalige Premierminister Johnson, dass Fehler des Westens Putin ermutigt hätten und dass dieser blutige Konflikt hätte verhindert werden können. Johnsons Vorschlag, Truppen jetzt zu entsenden, stellt einen Schritt über die bestehenden Pläne hinaus dar. Sir Tony Radakin betonte jedoch, dass der Plan nur umgesetzt werde, wenn es eine Friedensvereinbarung gebe. Johnsons Vorschlag ergibt sich aus der Frustration über die langsame Reaktion der Verbündeten. Johnson und Radakin betonten, dass Zelensky einige Zugeständnisse gemacht habe und dass wirtschaftlicher und militärischer Druck auf den Kreml erhöht werden müsse, um Frieden zu erreichen. Der ehemalige Premierminister erklärte, dass es täuschend sei zu glauben, Putin wolle Frieden und dass er dies dem Weißen Haus mitgeteilt habe. Während die Todesfälle weitergehen, bleibt unklar, wie weit die westlichen Verbündeten gehen werden oder wie sehr Putin darauf eingeht. Und deine täglichen Weltnachrichten.